für Influenza und so weiter in Schöneweide, die sich mit solchen Fragen befasst haben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die DDR in diesem Falle schneller reagiert hätte, als die Bundesrepublik reagiert hat. Also mit dem Erkennen des Falls und mit der Mobilisierung der Strukturen. Also da bin ich mir ja sehr sicher, weil ich will so ein Beispiel bringen. Also die Diskussion, wer bezahlt was, die ja immer eine Rolle gespielt hat, die hätte es da nicht gegeben. Das ist eine andere Frage. Natürlich muss das geklärt sein. Oder die Diskussion, wer verantwortlich ist für Schutzbekleidung oder Ausrüstung, die wäre vorher weitgehend klar gewesen. Oder zum Beispiel eine Poliklinik, das war ja auch durchaus geübt, hätte in so einem Fall Betten aufstellen können. Also man hätte möglicherweise das in Berlin riesengroße Bettenhaus im Messezentrum so nicht gebraucht. Es setzt eine Fiktion. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass sehr schnell einheitlich alle Zuständigen zusammengerufen werden und man die Aufgaben besprochen hätte und dann versucht hätte zu handeln. Und das ist, glaube ich, für die DDR eine Grunderfahrung. Die Menschen in der DDR, die Eltern wussten, hier tut der Doktor meinem Kind was Gutes, das ist etwas Sinnvolles. Hier, die geben sich Mühe, die erklären mir das. Und das ist ja kein Zufall, dass eben in den Kitas geimpft wurde oder in den Kindergärten, dass in die Schulen gegangen ist, um möglichst alle Kinder zu erreichen. Natürlich immer mit der Zustimmung der Eltern. Und es hat in der DDR auch Eltern gegeben, die sich verweigert haben. Es hat auch Kinder gegeben, die man gar nicht impfen durfte, weil das medizinisch aus verschiedenen Gründen nicht, das ganz exakt geregelt gewesen, nicht zulässig ist. Und dann hat man das auch am Ende toleriert oder hat sie dann doch überzeugt, ohne es gibt keine Belege dafür, dass also Strafen vollzogen worden sind.